Wer durch Südamerika reist, kommt an den Anden nicht vorbei. Die Bergkette durchzieht den gesamten Kontinent und die Alpen erscheinen dagegen wie ein Mittelgebirge. Ab 3000 Meter ist die Gefahr groß, an der Höhenkrankheit zu leiden. Uns trifft es leider voll. Mir tut der Kopf weh. Ein Gefühl aus Kopfschmerzen, Schwindel, Atemnot und Schmerzen in den Beinen. Es kann sogar lebensgefährlich werden. Wir müssen reagieren, und zwar sofort. Nachdem wir die letzten Tage an einem unserer Lieblingsstrände an der chilenischen Küste verbracht haben, wird es Zeit. Das nächste Abenteuer ruft uns. Wir wollen in die Anden, in den Altiplano. Dafür müssen wir über den San Francisco Pass bis auf fast 5000 Meter. Eine Herausforderung für uns und unseren T3 Hermann. Check. Check. Bereit. Ich auch. Es geht endlich los. Startschuss Anden. Wir freuen uns so drauf. Und wir starten natürlich gleich richtig. Wir sind nämlich ganz weit in den Sand hier reingefahren, sind hier mitten im Zuckersand. Und jetzt hat es ja noch ordentlich gewindet die letzten Tage. Das müssen wir erstmal raus. Also Sperrdifferential rein und dann geht's über Copiapó, den San Francisco Pass, auf über 4000 Meter. Heute haben wir geschafft. Geschafft. Wir sind durch. Sperrdifferential kam wieder aus. Geht übrigens am leichtesten aus, wenn man einen Rückwärtsgang kurz reinmacht. Also eigentlich gehen die Straßen durch die Wüste ja nur geradeaus. Fährt sich nicht so schwierig, könnte man denken, ne? Aber es gibt halt links und rechts keine Begrenzung und es kommen halt immer wieder unvermittelt echt heftige Schlaglöcher. Und es ist immer die Frage, ne? Fährt man Ripio oder Schotterstraße, fährt man ja generell, ich fahre generell vorsichtig, aber da guckt man ja eh drauf. Und jetzt ist man hier auf so einer echt guten asphaltierten Straße und kommt da mit 100 angeschossen. Und zum Beispiel war gerade eine Kreuzung. Die Kreuzung sah sauber aus, alles frei, naja gut, dann runtergebremst auf 80. Ja, und beim Anfahren, 15 Meter davor, sieht man auf einmal, dass es die Kreuzung in der Mitte so einen richtigen Huckel hat. Ja? Also sprich, man da schön abhebt, wenn man zu schnell ist. Ja, und das sind dann so die Augenblicke, wo du dann wieder wachgerüttelt wirst. Ich meine, letztlich muss man sagen, sind die chilenischen Straßen schon gut. Also man kommt sich schon gut durch. Die Ruta 40 in Argentinien, die war schwieriger zu fahren. So, jetzt haben wir noch ein paar Kilometerchen vor uns und dann erreichen wir Copiapó. Ja, geschafft. Copiapó haben wir hinter uns, Auto gewaschen, den ganzen Kram gemacht, vollgetankt, alles durchgecheckt und jetzt gehen wir uns akklimatisieren. Da muss ich nämlich, bevor wir in die Pässe fahren, also der Pass, den wir morgen fahren, der ist wieder über 4000 Meter. Was ist die höchste Stelle? 4000, über 4000, ne? Also ein bisschen unter 5000 Metern. Und wenn man sich vorher nicht so wenigstens mal eine Nacht so ein bisschen dran gewöhnt, dann ist die Gefahr recht groß, dass man eine Höhenkrankheit kriegt, also Kopfschmerzen, Schwindel und so. Dann hat man natürlich da oben keinen Spaß. Also fahren wir jetzt erstmal auf eine Höhe so um die 3200 Meter. Da bleiben wir eine Nacht und dann geht es morgen früh auf den San Francisco Pass. Wir verlassen Copiapó und fahren in Richtung Pass.
Die chilenische Seite ist vom Bergbau geprägt. Es gibt unzählige Minen und überall sieht man Teile dieser Industrie. Die Passstraße wird hier vor allem von den Minenarbeitern genutzt. Die Straße ist am Anfang nicht besonders steil. Man muss aber genug Kraftstoff mitnehmen, denn die nächste Tankstelle ist erst in 440 Kilometern. Das ist ja hier ein Ausläufer der Atacama und hier wächst wirklich nichts, also ab und zu mal so ein Grashalm, aber sonst nichts, gar nichts, total tot. Also auch die Tiefebenen, das ist einfach, hier ist nichts, hier ist Staub, Dreck, Minen und einfach nichts. Und langsam gehen mir die Ohren zu, wir sind jetzt gerade, ich glaube, wir müssten so gerade die 1000 Meter erreicht haben. Ah, so, weiter geht's. Da noch ein bisschen was vor uns bis 2,5. Wir fahren immer weiter nach oben. Die Straße wird sehr eng und es wird steiler. Wenn uns jemand entgegenkommt, müssen wir schauen, dass wir irgendwie aneinander vorbeikommen. Ja, haben wir gar nicht mit gerechnet. Jetzt kommen wir auf einmal hier in ein indigenes Dorf auf 2500 Meter Höhe und auf einmal ist grün und fließt ein Bach. Ja, total krank, hätte ich nicht mit gerechnet, weil die Atacama ist so trocken, also normal, wenn hier trocken ist, ist hier trocken. Und auf einmal ist ja ein richtiger Canyon, ein kleiner Bach, es gibt Queso de Cabra. Unglaublich. So, weiter geht's, noch 600 Meter. Hoch. So, geschafft. Wir sind angekommen. Wir haben es geschafft auf die 3300 Meter. Das ist der letzte Parkplatz sozusagen vorm chilenischen Grenzübergang. Und danach kommt nur noch Niemandsland. Das sind dann nochmal 150 Kilometer bis zur argentinischen Grenze. Wenn ich jetzt richtig, kann auch 100 sein, aber es ist auf jeden Fall relativ weit. Und das ist dann einer der schönsten Pässe, die es in den Anden gibt wohl. So, aber jetzt ist schon richtig kalt und auch richtig windig. Wilma, 2 Panikattacken später, fressen will sie wieder. Ey, Wilmi! Wilma! Na, Muckelchen, na komm mal her. Na, du wuckelige Wurst. Ja, also, geht irgendwie, aber so richtig auch nicht. Na, jetzt ist sie wieder gut drauf. Kaum gibt's das zu fressen, ist sie wieder lustig. Baby, wir haben's geschafft! Komm her! Wir haben's geschafft. Das Licht der untergehenden Sonne färbt die Berge um uns herum magisch. Mit der Nacht kommt die Stille. Buenos dias, Chachi. Ja? Buenos dias. Ja, buenos dias. ¿Cómo fue tu primera noche a high altitude? Mir tut der Kopf weh. Also unsere Akklimatisation hätten wir vielleicht auf 2500 Meter machen sollen, nicht auf 3300. Also gleich hier geschlafen, das ist ganz schön heftig. Ich fühle mich, als hätte ich gesoffen gestern. Aber wir müssen jetzt weiter, wir gucken, dass wir uns jetzt irgendwie fit machen und dann gucken wir, dass wir über den Pass fahren und dann schnell wieder runterfahren. Also sobald man wieder runterfährt, geht es auch weg. So, auf geht's. Guten Morgen. Das war eine richtig kalte Nacht. Also vielleicht 0 Grad, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es schön kalt.
Und heute Morgen, also erster Start auf 3300 Meter. Hermann hat ein bisschen rumgezickt. Erstmal, also bis der irgendwann mal wirklich da war, das hat eine ganze Weile gedauert. Also er ist schon angegangen, relativ flott, aber richtig blablabla. So, jetzt läuft die Karre schon seit so 5-6 Minuten, hat immer noch ein bisschen blauen Rauch, aber wird rund. Man hört auch, wie der Turbo angegangen ist. Wunderbar. Jetzt warten wir noch 10 Minuten und dann geht's auf nächste Etappe auf 4700 Meter. Da ist dann der Pass, also vorher noch die chilenische Grenzkontrolle, dann der Pass und dann sind wir wieder in Argentinien. Und dann geht's weiter durchs Altiplan, durch die Puna. Juhu. Voll schön, Bereit? Glaubst du, Hermann macht's nicht? Ja, wir warten noch ein bisschen, ne? Besser. Ohne es zu merken, erreichen wir die 4000 Meter Marke. Langsam tut auch mir der Kopf weh. Höhen über 4000 Meter sind eher lebensunfreundlich. Aber wenn ihr ganz genau hinschaut, dann könnt ihr hier etwas entdecken. Schön warten. Nein. Willst du Jacketta? No, me pongo la negra. Ja, cool. Das hat jetzt relativ schnell geklappt. Ich kann schon im Auto sitzen. Alessandra muss jetzt noch die Papiere fürs Auto machen. Und dann sind wir den chilenischen Checkpoint, den haben wir den auch schon hinter uns. Und jetzt geht's dann 100 Kilometer durch den Altiplan über den Paso San Francisco, bis wir dann zur argentinischen Grenze kommen. So, das wird jetzt richtig geil. Und es ist richtig kalt. Also es scheint zwar die Sonne, aber es ist richtig kalt. Aber Solar produziert ohne Ende. Also das ist echt krass. Hammer. Also was eine Grenzerfahrung hier. Super cool. So. Kommen Sie rein. Fucking frío, me he lavado las manos en el baño, cioè praticamente se Configurado. caíba hielo de eso. Pasa fuerte. Saco. Der erste Teil der Grenze, der liegt in Chile und der zweite Teil der Grenze, der ist in Argentinien. Und das sind aber wie viel? Fast 100 Kilometer, ne? Ja. Und jetzt müssen wir noch mal 100 Kilometer durch die Wüste, auch fast 4000 Meter. Und dann kommt erst der argentinische Grenzübergang. Und hier haben die eigentlich gar nichts kontrolliert, ne? Easy. Easy. Schon krass. Also wir sind jetzt so circa auf 4500 Meter. Fahren im ersten Gang, ist aber auch relativ steil. Also ich schaffe es auf der Geraden gerade mal noch so zu beschleunigen, dass ich in den zweiten Gang komme. Aber dritter Gang ist unmöglich. Ist ja auch okay. Ich meine, bei der Höhe, vielleicht haben wir noch 60 PS Leistung, 50 PS Leistung, keine Ahnung. Jetzt können wir gerade mal wieder ein bisschen rausbeschleunigen hier. So, jetzt kommt der zweite Gang. Ja, der kommt. So, weiter geht's. Das ist so krass hier. Die Luft ist so dünn. Und also draußen ist es richtig bitter kalt, obwohl die Sonne scheint. Die Sonne knallt aber gleichzeitig so, dass man verbrennt. Also das ist schon eine ganz einzigartige Situation.
Ja, voll geil. Ey, so, das ist unglaublich. Wir sind angekommen an der Laguna Verde und das ist eine Aussicht, die ist sowas von unglaublich geil. Alles in Türkis, das spiegelt. Man sieht die Berge gespiegelt da drin. Das ist so schön. Ja, Alessandra hat noch ein paar Fotos gemacht. Jetzt fahren wir weiter runter, weil da soll auch eine heiße Quelle sein. Und also ich gehe da wahrscheinlich nicht rein in meinem Zustand. So. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder krank bin, aber Alessandra will da reinhüpfen. Also wenn das Ding über 30 Grad hat, gehe ich auch rein. Unter 30 Grad gehe ich nicht rein. Wir haben eine Außentemperatur von, ich weiß nicht, 8 Grad. Die Sonne knallt aber so sehr, dass man das gar nicht wahrnimmt. Also richtig krass. Willst du im T-Shirt da sitzen oder merkst, dass dein Rücken gefriert? Als wir die Laguna Verde erreichen, ist es absolut windstill. Die Reflexionen der Berge und die spiegelglatte Lagune machen uns sprachlos. Das ist jetzt schon ein Sandwich completo. Ja, man muss ja alles aufessen, sonst lassen die uns ja wieder nicht bei der Grenze durch. Alles drin. Alles in einem Sandwich. Und was wir nicht schaffen, essen die Hunde. Wir haben die Thermen zwar gefunden, aber sie waren sehr dreckig. Wir entscheiden uns weiterzufahren. Der schneebedeckte Berg, das ist, wie heißt er? Ojo Salado? Ojo de Salado und ist der größte Vulkan, ich glaube der höchste Vulkan der Welt, ne? Also, und dort werden jährlich Rekorde aufgestellt, wie man, oder nicht jährlich, aber immer mal wieder, wie man mit dem Auto am höchsten fahren kann. Also werden die Autos speziell her, also mit speziellem Fuel, mit speziellen Steuereinheiten im Auto und dann rasen die da über 6000 Meter hoch mit ihren Karren. Also das ist echt richtig krass. 6.700 ist der Rekord derzeit. Echt richtig krass. Endlich haben wir den höchsten Punkt erreicht. Wir sind jetzt auf 4700 Meter. Das Atmen fällt uns schwer. Oh du Baby Vicuña, was machst du hier? Willst du mal vielleicht Platz machen für uns, dass wir ein bisschen die Border Crossing machen? Ciao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, 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 mi cabeza. Mir ist so schlecht, ey. Geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Die Grenze war einfach, oder? Ja. Ja, war nicht schwierig. Also ging recht schnell. Langsam. Ja, bloß, ja genau. So richtig Computer hatten sie da nicht, ne? No era con... ¿Dónde jetzt mit den Jahren? Okay. Okay, alles klar. Naja, auf jeden Fall ging es jetzt recht flott.
Also die großen Grenzen dauern immer länger und hier war es auf jeden Fall, haben sie uns auch in Ruhe gelassen. Wir haben denen unsere Früchte gegeben, die wir hatten, dann haben sie auch nicht mehr in den Kühlschrank geguckt. Gut, so, auf geht's. Jetzt fahren wir jetzt noch ein bisschen runter, wir haben beide Kopfschmerzen, wir sind richtig ein bisschen höhenkrank, mir ist richtig schlecht. Jetzt erstmal irgendwie wieder mich ordnen. Haha. So, wir haben es geschafft. Ja. Mann, waren wir fertig gestern. Also, komplett höhenkrank und überhaupt keinen Bock mehr. Und jetzt sind wir hier in Fiamballa in Argentinien. Und es war die ganze Zeit total kalt und jetzt ist es wunderschön warm. Ne? Ja, endlich, die Sonne ist hier. Ah, zum Glück, es ist total schnell rausgekommen. Es war wirklich die ganze Zeit bewölkt. Ja. Und hier bleiben wir jetzt mal 1-2 Tage, sind auf 1500 Meter, akklimatisieren oder wieder ein bisschen klarkommen. Uns haben gestern sogar die Beine wehgetan. Also wirklich, die Beine haben geschmerzt. Ganz komisches Gefühl. Egal. Auf jeden Fall 2-3 Tage hier oder 2 Tage und dann geht es wieder hoch in die Höhe. Aber fangen wir erst mal mit 2,8 und danach dann weiter, weil nicht gleich wieder auf 3,3, das war zu viel. Definitiv. Und jetzt zeige ich euch noch was Geiles, weil hier, wo wir sind in Fiamballa, gibt es total viele Thermen und das Wasser hier ist thermal und ich habe gerade irgendwie so ein kleiner Bach, der läuft hier so lang und ich habe das Geschirr gewaschen und ich so, das Wasser ist ja warm. Ja, total krass. Und jetzt zeige ich euch mal den allergeilsten Swimmingpool, den es überhaupt nur gibt auf der Welt. Das ist nicht zu fassen. Also, Achtung. Das hier ist Thermalwasser, also das ist kein Teich, da hinten läuft das Wasser ein und es hat so 30 Grad circa, ja. Und das ist ein Swimmingpool, also jetzt kann man drin baden. Richtig cool. Also wen es interessiert, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe für Mitglieder und wer bei uns Mitglied auf dem Kanal ist, der kann die Koordinaten dann über die WhatsApp-Gruppe auch abrufen. Hammergeiler Ort, also das ist echt unglaublich. Guckt euch das mal an, was für klares Wasser ist. Das Wasser ist wirklich total klar. Kann man das sehen? Ja, stimmt. Den Boden kann man sehen. Ja. Oh, ist das schön. Aber ganz sicher, Argentinien, machen wir jetzt erstmal einen geilen Barbecue. Auf geht's. Naja, habe ich einen halben Tag damit verbracht, heute Morgen erstmal Holz zu sammeln für den Grill. Und jetzt ist es doch so warm geworden, dass ich eigentlich nur den Sack Kohle brauche. Wir dachten, wenn es so kalt ist, dann haben wir wenigstens noch ein Feuer. Gut, aber egal, ist auch romantisch, machen wir uns ein schönes Feuerchen. Und man muss in den Bergen hier immer aufpassen, Südamerika. Wir sind jetzt hier ja so auf 1500 Meter. Und ihr seht ja, ich habe jetzt wieder ein T-Shirt an, aber auch Halstuch um. Warum? Es ist in der Sonne wirklich wie gestern, pups warm, aber die Lufttemperatur ist nicht warm. Und gleichzeitig brennt es halt wie blöd von oben runter. Man muss halt wirklich doll aufpassen, weil merkst du gar nicht, dann hast du auf einmal einen arschkalten Rücken. Dann merkst du, oh Gott, es gibt ja gar nicht so 12 Grad. Und wir sind hier halt auf einer Breite wie, kannst du sagen, wie Marokko circa. Also wenn man den gleichen Breitengrad nimmt auf der Nordhalbkugel. Und dementsprechend ist die Sonneneinstrahlung. Es ist halt eben nur viel kälter, weil es den Golfstrom nicht gibt. Ja, das ist der große Unterschied, dass hier im Süden eben ja, ganz andere klimatische Bedingungen auf demselben Breitengrad vorherrschen. Ja, und deswegen immer schön darauf achten, gerade wenn man Husten hat, Halstuch. Grill ist fertig. Baby! Ja. Und Wäsche ist gewaschen. Unglaublich. Und da habe ich mich gerade gefragt, wie spät es ist. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und es ist 5 vor Bier. Das heißt, 5 vor Bier, kann man noch 5 Minuten vor der Zeit, ist das Soldatenpünktlichkeit. Prost, meine Lieben.
Und jetzt gibt es ein richtig schönes, dickes Stück Fleisch. Yo el chileno más barato. Ach, was das Sandra sagt gerade, ist auch chilenisches Bier, ist weitaus billiger als in Argentinien. Das ist so unglaublich mit den Preisen. Also wir können in Chile das Luxusbier kaufen für 1 Euro und wenn wir hier ein Bier für 1 Euro kaufen, dann hast du aber eine Plörre. Es ist unglaublich. Es gibt ja auch saugutes Bier in Argentinien, kostet aber eben das Doppelte. So, auf. Ja, voll lieb. Haben wir gerade geschenkt bekommen. Guckt mal hier, richtig leckere Trauben von hier. Und wir haben ja, Update. Wir haben ja gesagt, dass hier umsonst ist. Ist nicht ganz umsonst, kostet 1,50 Euro pro Person am Tag. Aber ich glaube, 1,50 Euro pro Person am Tag ist voll okay, ne? Absolutamente sí. So, und dann auch noch mit so leckeren Trauben. Also ganz liebe Menschen. Danke dafür. Bueno, ¿no? Das sind richtig lecker. Also die bauen hier Wein nebendran an. Also ist alles voller Weinreben und auch sehr alte Weinreben. Also siehst du, dass sie einen richtig dicken Stamm haben und die machen das mit so einer anderen Technik. Und das ist echt lecker. Die Sonne ist gut, der Boden ist gut. Hammer. Bruschetta. Oh, so lecker, ey. Danke. Und? Lecker? Absolutamente. Also immer wieder. Back in Argentina. Genau, back in Argentina. Das ist, also wer nicht in Argentinien bis jetzt gewesen ist, der kann sich das nicht vorstellen. Der Unterschied ist Tag und Nacht. Also wir haben auch in Chile Rindfleisch gekauft, ne? Also de la Vaca, Mos Comprados haben wir in Chile. Ist okay, aber argentinisches Rindfleisch, da geht nichts drüber. Das ist einfach, wir haben jetzt ganz billig, wirklich in einem kleinen Metzger, das sah auch alles nicht doller aus, ja. Und sie meint schon, so, da will ich eigentlich gar nicht kaufen. Und jetzt sind es einfach so Scheiben, die haben wir hier abgegrillt in 10 Minuten. Ja. Las cosas es que la carne chilena, como nos dijeron los chilenos, viene siempre de fuera, no es chilena realmente, viene de Okay, Brasil. Das kommt noch dazu, also dass es eben alles importiert ist. Aber hier, selbst der billigste Schnitt im billigen Metzger ist richtig lecker. Ach, guten Morgen. Ja, guck mal. Sieht ja fit aus. Fit? Ne, wir sind gut drauf. Wieder erwartet, weil es halt auch erst ein paar mehr Bier. Erst war es 5 vor Bier, dann 5 nach 5 Bier oder? Ja, ist ja auch egal. So, also, heute geht's weiter. Wir packen alles ein. Hey Mali, komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her, Mausi. Na, meine Süße, du bist ja eine süße Maus. Also, wir packen alles ein. Und fahren dann weiter. Wir wollen ja in die Puna, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir die Route 40 verlassen und in die Puna reinfahren, sind es 6 Stunden Fahrt. Also das werden wir heute auch gar nicht an einem Tag schaffen. Aber wir laden jetzt mal auf, holen uns ein bisschen tanken. Wir müssen gucken, dass wir eine vernünftige Tankstelle finden, weil hier gibt es immer nur diese Mini-Tankstellen. Und ja, wenn es nicht anders geht, ja, aber wenn es anders geht, dann doch. Wir haben jetzt gerade einen Reservekanister eingefüllt und suchen uns eine vernünftige IPF-Tankstelle. Und ja, dann füllen wir Essen, den ganzen Kram auf und dann sollte es dann morgen noch mal ein Stück fahren sein und dann ab in die Puna. Dann wird es richtig geil. Fettes Abenteuer. Na los, komm Mali, wir gehen. Komm. Na komm. Na komm. Kommst mit oder willst du da in der Sonne bleiben? Na, dann bleib da in der Sonne. War ja klar auch, ne? Also kurz bevor wir ankommen, also wir sind wirklich auf den letzten, wir sind 400 Kilometer gefahren und auf den letzten 5 Kilometern kommt uns ein LKW entgegen, fährt an uns vorbei, es macht Ratsch, Steinschlag ohne Ende und natürlich, klar, wieder ein Loch in der Scheibe. So, und jetzt haben wir uns ja beim ersten Loch vor mehr als 1,5 Jahren dann gleich so ein Kit gekauft. Wir können es endlich nutzen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich habe es noch nie gemacht. Wir machen es jetzt einfach, steht da in der Anleitung drin, wir ziehen das jetzt durch und dann hoffen wir, dass wir ein gutes Ergebnis haben. Also nach Bauanleitung gereinigt, geklebt, so ein Kleber drunter, so eine Dichtung, jetzt dieses Teil drauf. Und jetzt kommt da ja, UV-härtendes Zeug rein. Und dann muss man Unterdruck erzeugen und dann soll das wohl in die Ritzen reinziehen. Keine Ahnung, ob es funktioniert, wir werden sehen. Ich
Ich habe zwar noch nie ein Fenster geflickt, aber wenn man es nach Bauanleitung macht, funktioniert es eigentlich recht einfach. Das Ergebnis ist super, man sieht nichts, die Scheibe ist wieder glatt und wir können weiterfahren. Auf Richtung Puna. Immer wenn wir ankommen, machen wir zuerst mal das Auto fit, dass wir da drin wohnen können. Weil vorher fliegt natürlich ein bisschen was durch die Gegend und wir brauchen ja Platz für uns und für die Hunde. Und das Geile ist mit unserem Drehsitz, da ist gleich ein richtiges Wohnzimmer und es ist genug Platz. So, Alessandra holt gerade Brot. Ja, und wir sind ein Stück weiter gefahren, sind jetzt schon wieder auf 1200 Meter. Und warum? Ja, in Argentinien braucht man ja auch Geld und das Problem ist ja in Argentinien generell, dass man kein Geld am Geldautomaten holen kann. Zumindest mal nicht einfach oder nicht für normal sterbliche Gebühren. Also 30, man zahlt genau für 30 Euro 15 Euro Gebühren. Krank, ja. Unmöglich. Und deswegen müssen wir ja immer zu Western Union. Und der nächste Western Union Ort, der war eben erst hier. So. Und da können wir jetzt warten, morgen machen die wieder auf. Das ist eigentlich ein ganz cooler Ort hier. Direkt neben so einem Kinderspielplatz. Alles Lehmboden, hinten die Berge. Ach, das ist eigentlich total schön. Und es ist ruhig hier. Also Argentinien in der Ecke ist einfach ja, wirklich gediegen. So, es gibt sonst was Leckeres zu futtern. Ja, und wenn wir mal keinen Bock haben, viel aufzubauen, dann eben kleines Setup. Jetzt gibt es erstmal Fleisch von gestern. Hey Baby, hoy comemos carne con carne. Parece un mix perfecto. So, kaum in Argentinien angekommen, Mate. Wir sind ja mittlerweile komplett eingetaucht in die südamerikanische Kultur, was das angeht. In Paraguay gab es den Tereré, hier gibt es den Mate. Aber eins haben wir aus Paraguay mitgebracht und das ist, jetzt guckt mal hier, Guarani. Cacay. So, und zwar Stevia. Das machst du halt oben auf den Mate drauf, gießt das heiße Wasser drüber und dann ist der Mate süß, aber eben ohne eine einzige Kalorie. Und nur Blätter, also richtig cooles Zeug. Und bis wir erfahren haben, dass es Cacay ist, und die haben ja alle Kräuter in Paraguay. Ach, das sucht ihr, ja, dann hier. So, Stevia, damit kann ja keiner was anfangen. Jetzt gibt's lecker Mate. ...80 Grad. Perfekt. He probado col dedo. Ah, perfekt. Y rojo después un segundo, ¿o no? Die Region Catamarca ist landschaftlich von Anfang an beeindruckend. Wie wird das erst in der Puna-Wüste sein? Wir bewegen uns immer weiter Richtung Norden. In der Puna erwartet uns unser größtes Abenteuer. Abonniere am besten noch schnell unseren Kanal, damit du nichts verpasst. Danke für eure absolut liebe Unterstützung bei PayPal. Wir sehen uns in der nächsten Woche.